Was sind Dinge, die man sich fragt, wenn man ein Pokémon-Spiel spielt? Ganz am Anfang natürlich, welches Starter nehme ich? Irgendwann muss man sich aussuchen, wen man als VM-Sklaven nimmt, ja, welches Team man zusammenbaut. Und bei mir ganz neu auf der Liste, sind Arenen eigentlich so genormt? Denn ich habe letztens Pokémon Schwarz durchgespielt. Im Stream, Nuzlocke, super Erlebnis, klasse, hat Spaß gemacht. Aber immer wenn ich in eine Arena rein bin, habe ich mich gefragt, ist das alles legal hier? Wenn ich jetzt, ja, als Deutscher dahin gehe, würde ich mich darin sicher fühlen? Oder noch viel besser, könnte man diese Arena in Deutschland so bauen? Und aus irgendeinem Grund wollte ich diese Meckerkultur, ja, diese deutschen Bürokratie-Albtraum unbedingt auf die Spitze treiben. Und deswegen sind wir heute hier. Denn ich würde gerne heute mit euch klären, ob Pokémon-Arenen in der Unova-Region, in diesem Fall in Pokémon Schwarz 1, den normkonform sind. Weil so auf den ersten Blick kann man da nicht viel falsch machen. Da ist ja wirklich voll viel schon bedacht. Aber wenn wir uns das Ganze heute ein bisschen angucken, unter Beachtung von DIN-Norm, ja, unter Beachtung der MBO, der Musterbauordnung, unter Beachtung der ASR, das sind so technische Regeln für Arbeitsstätten, sind Teil der Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. Ihr seht, warum ich einen Zettel dabei habe. Werden uns ein paar Dinge auffallen. Aber ganz ehrlich, fangen wir gerne mit der Arena an, die auch diesen Gedanken bei mir ein bisschen losgekickt hat. Der ersten. Weil wenn man sich die jetzt erstmal anguckt, sieht das super aus, oder? Wir reden hier halt über einen großen Raum. Man löst diese kleinen Rätsel, man muss auf diese Buttons laufen, ja, dann gehen die Vorhänge auf. Dann macht man kleine Kämpfe dazwischen und am Ende kommen die Arenaleiter auf so einem kleinen Podest und kämpfen gegen einen. Aber die Kollegen stehen halt auf einem Podest. Und das ist ein Problem. Weil, seht ihr hier ein Geländer irgendwo? Ne, ich auch nicht. Und damit sind sowohl MBO § 37 als auch die DIN Norm 18065 direkt nicht erfüllt. Es ist ja auch gefährlich. Imagine, du gehst auf dieses Podest raus, das ist ja wirklich so offen und dann kannst du einfach runterfallen. Das geht ja nicht. Und da fängt es leider aber auch erst an in der Arena. Es gibt gewisse kleine Sachen. Zum Beispiel, wir müssen ja auch über Stufen hoch zum Podest. Stufen müssen genormt sein. Das ist ähnliche Norm, ja, ist auch die 18065. Allerdings können wir hier halt nicht genau sehen, ob die jetzt groß genug sind, ob der Abstand gleich ist, ob der nicht zu hoch ist. Das gibt alles Regeln dafür. Können wir nicht sehen, möchte ich also jetzt nicht unbedingt ankreiden, würde ich einfach mal als gültig abstempeln. Auch da gibt es kein Geländer, aber ne? Das lassen wir erstmal. Aber genauso gibt es auch in jeder Arena übrigens viele andere Sachen. Zum Beispiel Brandschutz. Keine Ahnung, Feuermelder wären an der Decke. Wir können in Pokémon nie die Decke sehen, weil man von oben durch die Decke auf den Charakter guckt. Ergo muss ich mich darüber jetzt nicht beschweren. Das werde ich mal so, ne, werde ich noch so ein bisschen Kulanz zeigen und rauslassen einfach. Allerdings sehen wir andere Dinge, auch hier schon in der Arena. Denn wenn man reinkommt, ist das Ganze ja quasi wie ein Café aufgebaut. Ja, das heißt, man geht durch und man geht durch diesen Mittelteil durch, der dann nicht wie ein Café aussieht, sondern eher wie so eine Besucherfläche, teilweise mit Tischen und so. Aber gleich, wenn man reinkommt, links ist eine Küche. Also ein Café halt wirklich. Und da haben wir hier halt einfach das eindeutige Problem, dass Kampfzone und Gastronomie nicht klar voneinander getrennt sind. Das geht so fließend ineinander über und das stellt tatsächlich ein Problem dar, denn der Boden, den sieht man eindeutig, der ist aus Holz. Und wenn wir jetzt eine Gastronomie haben und womöglich heißes Essen und vor allem heiße Getränke und was weiß ich, generell Hitzeentwicklung, haben wir halt ein gewisses Brandrisiko da drin. Und wenn das vorhanden ist, beziehungsweise generell an Versammlungsorten oder öffentlichen Orten, die geschäftlich genutzt werden, muss dann bei vielen Materialien, die verbaut werden, eine Schwerentflammbarkeit erfüllt werden. Das ist dann nach den 4102-1 zu erfüllen. Es muss ein Material sein, das die sogenannte Schwerentflammbarkeitsklasse B1 erfüllt. Aber wenn ihr euch jetzt mal die Vorhänge anguckt und den Boden und alles, das sieht für mich nicht schwer entflammbar aus. Das heißt, diese Mischung aus Gastronomie und Kampfschauplatz ist auch gänzlich illegal. Also geht gar nicht tatsächlich. Und damit haben wir halt einfach so ein paar Sachen, die hier schon nicht in Ordnung sind. Ich bin mir sicher, es gibt auch noch andere Kleinigkeiten, die ich übersehen habe. Ich wollte nicht zu kleinlich werden, aber gleichzeitig wollte ich auch euch den Raum zum Klugscheißern geben in den Kommentaren. Wenn ihr also auch noch ein paar Normen kennt oder was weiß ich, was für Verordnungen, die hier verletzt werden, seht das nicht als fehlende Informationen von mir an, sondern seht das als Option an, als Möglichkeit, euch in den Kommentaren zu beweisen als wahrer Deutscher. Und das hat absolut nichts mit einer Abstammung zu tun an der Stelle übrigens. Aber kommen wir damit auch direkt zur zweiten Arena. Witzigerweise werden die Arenen, auch wie man sie im Spiel durchlebt, stufenweise schlimmer. Das heißt, mit der zweiten Arena sind wir hier eigentlich immer noch in einem guten Bereich, aber
Es wird problematischer, würde ich sagen. Falls ihr euch nicht erinnert oder falls ihr sie nicht kennt, man geht in der zweiten Arena quasi durch so ein Museum durch und in dem Hinterraum des Museums dann am Ende gibt es quasi den Arena-Raum. Dort sind dann Bücherregale aufgestellt, man muss mit Trainern reden, Bücher lesen und gegen sie kämpfen kurz und kommt dann in den finalen Raum. Das klingt soweit alles ganz gut, ja. Das ist wie eine Bücherei aufgebaut. Und auch wenn man jetzt hier sagen kann, wer weiß, ob die Bücherregale jetzt hier wirklich gut verankert sind und feststehen, da will ich nicht annehmen, wisst ihr? Ich will da jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass es nicht richtig ist. Das Problem liegt allerdings darin, wenn man alle Aufgaben geschafft hat, wie man dann in den Raum zu der Arenaleiterin kommt. Denn wenn man das letzte Rätsel löst, fährt sich eines dieser Bücherregale zur Seite. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Problem. Das heißt, wir reden über ein großes, massives Regal, das langsam zur Seite rutscht und den einzigen Weg nach unten in einen Keller zum Raum der Arenaleiterin freigibt. Das ist eine Katastrophe. Fangen wir beim Offensichtlichen an. Wie sieht es mit der Quetschgefahr aus? Ja? Hat das einen Mechanismus, das stehen bleibt, wenn jetzt jemand dazwischen irgendwie eingequetscht wird? Es sieht nicht so aus, weil das Ding geht einfach langsam und behutsam, fährt das Ding einfach so richtig, also das sieht so massiv aus. Das könnte jemanden legit zerquetschen. Und bei Gefahren für Menschen fängt das ja erst an. Wenn man etwas so Schweres so verschiebt zur Seite, wirken ja auch so seitliche Kräfte auf das Gebäude. Das heißt, das ganze Ding muss statisch so abgesichert sein, dass es diese Verschiebung und auch dieses Stoppen am Ende ab kann. Das heißt, ohne einen statischen Nachweis dafür, den ich jetzt nicht finden konnte leider, weiß man nicht, ob das so funktioniert. Außerdem muss nach MBO § 12 so eine Anlage auch standsicher sein. Ja? Das heißt, ein Statiker muss das abnehmen, dass diese beweglichen Teile trotzdem fest stehen, auch wenn sie sich nicht bewegen. Auch da weiß ich nicht, wie das hier ist. Es ist ein Bücherregal, wie soll das umfallen, aber irgendwie muss das ja auf Schienen geführt werden. Und zuletzt ist natürlich auch klar, da blinkt nichts, da piept nichts, gar nichts. Wir haben keine Sicherheitskennzeichen, wir haben keine Beleuchtung. Sowohl an dem Regal als auch dann in dem Keller, in dem Gang nach unten. Ja? Das ist dann eine steile Treppe in einem engen Gang, keine Beleuchtung, gar nichts. Du gehst runter und kommst dann in einen, und jetzt wird es wirklich schlimmer, in einen geschlossenen Raum. Mit nur einem Ein- und Ausgang. Katastrophe, wer hat sich das ausgedacht? Also, da geht das so schnell los, ja? Da fehlt ein unabhängiger Rettungsweg. Wie soll man rauskommen? Du musst ja von unten klopfen am Bücherregal oder was, damit du wieder raus kannst. Das ist ja komplett dumm. Das ist ja auch unsicher, wenn das dort jetzt brennt. Über Barrierefreiheit wollen wir gar nicht reden. Rollstuhlfahrer würden in der Unova-Region einfach prinzipiell am zweiten Orden scheitern. Die könnten einfach gar nicht weiterkommen, weil sie es nicht in den Raum da reinschaffen. Also das ist mal wirklich Benachteiligung bis zum geht nicht mehr, ja? Und außerdem, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so bedenkt, ist das hier ein fensterloses Untergeschoss. Belüftung, Beleuchtung, non-existent. Ich sehe nichts, ich sehe keine Lüftungsschächte, ich sehe keine Fenster. Wie macht sie das da unten, ja? Und damit haben wir eben auch einen klaren Verstoß gegen die ASR A 3.6 und 3.4. Weil sowohl Belüftung als auch Beleuchtung muss irgendwie gewährleistet sein. Es gibt sogar eine Mindestbeleuchtungsmenge in Lumen gemessen, die einen Arbeitsplatz haben muss. Und solch eine Arena ist im Pokémon-Universum, denke ich, schon ein Arbeitsplatz. Und das ist halt wirklich nicht gegeben. Ja, und auch die Umgebung macht das Ganze nicht leichter. Ja? Wir haben teilweise Museumsexponate in der Nähe, seien das jetzt Skelette, irgendwelche Ausstellungsstücke, was weiß ich. Und wenn die natürlich im Kampf dann herumgeschleudert werden, stellen die auch ein erhebliches Verletzungsrisiko dar. Ja? Also herabfallende Gegenstände und sowas, ganz, ganz terrible. Das heißt, das fängt da wirklich bei diesem Bücherregal an und endet auch in der generellen Umgebung einfach nicht gut. Ich persönlich kann auch diese Arena leider einfach nicht abnehmen. Das geht nicht. Aber ein anderes wichtiges Thema noch. Es gibt halt auch noch sogenannte EU-Verordnungen. Ja? Die werden mit EG abgekürzt. Und es gibt eine sehr wichtige, das ist die Nummer 135-2004. Und zu der muss ich euch einmal was zeigen. Entschuldigung, ich meine die 1935-2004 natürlich. Und das ist ein Rechtsrahmen für Gegenstände und Materialien, die dafür bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Und das halte ich für eine der wahrscheinlich wichtigsten. Ja, so eine typische, boah geil, sowas haben wir hier in der EU-Richtlinie. Und warum das wichtig ist tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal ganz schön faul, was Essen machen angeht. Und witzigerweise habe ich für dieses Problem tatsächlich schon vor einiger Zeit selbst privat eine Lösung gefunden. Bei Menschen, die sich auch an Richtlinie 1935-2004 halten, Prep My Meal. Ich kann es nur empfehlen. Das ist basically im Prinzip ein fertiges Essen, das kommt tiefgekühlt am Wunschtag zu euch, ja, und es sind so geile Gerichte dabei. Es ist basically Meal Prep für euch, ihr könnt das einfach tiefgekühlt oder gekühlt einlagern. Und das Allerwichtigste für mich zum Beispiel ist, wenn ich hier mir die Zutatenliste durchlese, gibt es kein Wort, das ich nicht aussprechen kann. Denn da sind tatsächlich einfach nur natürliche Zutaten drin. Da kann man soweit also auf jeden Fall nicht meckern. Und die Abstände zwischen der Schrift sehen auch genormt aus, muss ich sagen. Zubereitung ist ganz easy, man kann das im Ofen machen, man kann es in der Mikrowelle machen, man kann es in der Pfanne machen. Geht ziemlich
schnell und schmeckt tatsächlich immer gut. Und das Beste ist, man kann quasi immer, wenn man was bestellt, schon auswählen, was man haben will. Ja? Denn Prep My Meal ist super proteinorientiert. Ja? Überall sind viele Proteine drin, bis zu 100 Gramm pro Packung teilweise. Man kann aber auch auswählen, ob man abnehmen möchte, ob man gewisse Vorlieben hat, gewisse Diäten, und das wird alles angepasst und es werden nur Gerichte dafür angezeigt, die da passen. Ich mache diese Werbung wirklich, weil ich das auch echt geil finde. Man findet immer was auf dieser Website, wenn man mal was braucht, und es steht dann eben im Kühlschrank oder im Tiefgefach. Und wenn man sich so eine XL-Tüte holt, dann beginnt das sogar schon bei 5,99 € pro Portion. Und das Allerbeste ist, das wird sogar noch günstiger, denn wir haben selbstverständlich Code MANGO. 5% auf eure Bestellung, ihr könnt einfach raufgehen. Ganz, ganz wichtig, es ist recht leicht im Abo zu landen, ihr müsst aber nicht abonnieren. Ihr könnt einmal bestellen, ihr könnt aber auch wiederkehrend bestellen, sodass das Essen dann immer wieder kommt. Alles, was man dafür tun muss, ist so einen kleinen Regler ausmachen. Code MANGO, 5%, Prep My Meal. Ehre, Essen ist tatsächlich wichtig im Leben. Fast so wichtig wie die Einhaltung von Normen und Gesetzen. Also wisst ihr, was wir jetzt wieder zu tun haben. Dritte Arena. Die sieht erstmal optisch mega cool aus. Ja? Hat so eine gelb-rötliche Ästhetik, ist sehr einzigartig, wirkt beinahe schon edel. Bis man merkt, dass das, was sich da so über die Wege spannt, Honig ist, durch den man sich physisch mit Kraft durchdrücken muss. Und naja, das geht nicht. Diese Honigwände allein werfen ja auch schon Brandschutzfragen auf. Ja? Das ist ja gar keine Frage. Das ist Honig, und Honig ist als Baustoff eher nicht klassifiziert und wenn doch, definitiv eben nach dieser DIN-Norm nicht als B1, schwer entflammbarer Baustoff. Und da das ja auch wieder ein Versammlungsort ist, ja ein öffentlicher Ort, müsste das schwer entflammbar sein. Sehe ich hier nicht. Außerdem zieht der Honig halt auch einfach Ungeziefer an. Ja? Es könnten, und das ist ironisch, weil es eine Käferarena ist, halt auch wirklich viele Käfer kommen und generell dahin fliegen, und das wird so ein richtigen Hotspot und es wird quasi unaushaltbar da. Und es kann auch halt übel schnell schimmeln, es sind Lebensmittel, Honig kann ewig gut sein, ja, aber in der Luft und dann mit Fremdeinwirkung, Menschen laufen da durch, die Trainer, ja, und kämpfen da drauf. Ich glaube, das wird sich recht schnell zu so einem großen Gebiet entwickeln, in dem einfach, naja, alles schimmelt, alles voll mit Insekten ist, das klebt doch alles da drin. Und das Kleben, ja, das Kleben ist noch ein großes Problem, denn Fußböden haben auch Regeln, ja. Da gibt es ASR A1.5. Das verlangt zum Beispiel trittsichere und rutschhemmende Böden. Ich habe das Gefühl, dass Honig irgendwie nicht rutschhemmend ist, dass ich darauf entweder extrem ausrutschen oder einfach festkleben und hinfallen würde. Ergo ist auch diese Richtlinie nicht erfüllt. Die Reinigung von der ganzen Scheiße ist unmöglich, du kannst darauf nicht wirklich laufen. Wir müssen gar nicht erst wieder anfangen, über Rollstuhlfahrer zu reden. Ja? Die würden von diesen starken Honigwänden würden die einfach zurückgeschleudert werden, raus. Wenn sie es irgendwie in den Keller geschafft haben in der zweiten Arena, würden sie spätestens hier wieder wirklich in einem hohen Bogen rauskatapultiert werden. Und über diese labyrinthartigen Aufbau, ja, wo man so Schalter finden muss und so Tore auf und zu gehen, muss ich gar nicht erst reden. Es ist ja eine Todesfalle. Es ist ja, also, es gibt einfach straight up keinen Fluchtweg. Ja. Die Lage der ganzen Arena bringt aber tatsächlich noch eine besondere Sache mit sich. Das ist ja in dieser großen Stadt der Region, ja, das ist alles cool, aber das ist eben eine Großstadt. Und diese Arena ist in ein Hochhaus eingebaut. Das heißt, wir haben hier halt wirklich das Potenzial für große Menschenmengen, die auch mal in die Arena kommen wollen würden. Vielleicht wollen sie zugucken beim Kämpfen, vielleicht auch einfach, weil da was ist. Ja? Ist ein Event oder ein toller Trainer, was weiß ich, kommen die alle hin. Und der Ausgang ist aber halt nur so eine kleine Schiebetür. Ja? Das ist so ein passt eine, vielleicht zwei Leute nebeneinander durch. Wenn wir jetzt aber über einen Auflauf von, was weiß ich, 200 Menschen reden, weil was echt Besonderes da passiert, dann kriegen wir schnell Probleme, weil nach der Versammlungsstättenverordnung müssen dann besondere Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel, dass dieser Eingang deutlich größer ist. Auch die Kapazität von dem ganzen Laden ist unklar. Ich sehe nicht wirklich Besucherränge oder sowas. Das heißt, auch da müssten dann gewisse Dinge einfach auch aufgrund der Lage, aufgrund von so vielen Menschen, die kommen können, einfach besser geregelt sein. Daher bräuchte das Ganze, weil das schon beinahe weniger wie so ein Versammlungsort wirkt, sondern halt beinahe so wie so eine Vergnügungsanlage, ja, weil es ist ja ein Rätsel, ein Labyrinth oder okay, so ein Maislabyrinth oder sowas gibt es auch in Deutschland, könnte man jetzt sagen. Das Ding ist, dann gelten halt ganz andere Regeln, weil dann gelten nämlich die Normen wie 13814, die sind dann für Vergnügungsanlagen. Da müssen dann wieder ganz neue Bedingungen erfüllt werden. Und da kommen dann regelmäßige TÜV-Prüfungen dazu. Und ich sehe den Honig, die Scheiße einfach nicht bestehen. Vergnügungsanlagen sind aber ein guter Stichpunkt. Vergnügungsanlagen sind natürlich toll. Ne? Achterbahn lieben wir, mögen wir in Deutschland vor allem, weil, ich weiß nicht, ich fühle mich immer sicher. Wenn ich so eine Achterbahn sehe, ich kann in Deutschland da wirklich immer gedankenlos draufgehen, weil ich bin so, ey yo, TÜV, wirklich, ich vertraue euch blind. Ihr macht das. Egal was ihr tut, das wird schon irgendwie passen, was ihr da gemacht habt. Das Ding ist sicher. Jetzt kommen wir in Arena 4, ja, treten ein und sehen halt sowas. Und ich denke, ich muss das ansprechen, was wir alle gerade denken.
Die Stromrechnung will ich nicht bezahlen. Aber tatsächlich ist auch die Achterbahn ein ziemlich großes Problem. Weil da das jetzt keine richtigen Passagiere hat, ja, keine Schlangen zum Anstehen, sondern nur für die Arena ist, wirkt es nicht richtig wie ein genehmigtes Fahrgeschäft. Aber eigentlich müsste es dann halt sowohl der Bau als auch der Betrieb nach der DNEN-Norm 13814 geprüft werden, ob das Ganze halt auch wirklich zulässig ist, ob das alles passt. Fahrgästesicherung, ja, ziemlich wichtige Sache. Gurte oder sowas, keine Ahnung. Auch Steuerungsfehler sind nicht unwichtig. Weil was ist denn, wenn da mal irgendwas schief geht? Gibt es einen Notausschalter? Ich habe keinen gesehen. Ich habe keinen großen roten Schalter gesehen da. Und die Liste hier ist wirklich lang. Ich kann sie einfach runterrattern, ja. Der Einstieg in den Wagen erfolgt halt während des Betriebs. Die fährt quasi automatisch einfach weiter. Da gibt es nicht irgendwie eine Abnahme der einzelnen Fahrten. Die Schienen, ja, die sind teilweise in mehreren Metern Höhe und es ist hier keine Absperrung, keine Geländer, keine Rettungsrouten, falls da was feststeckt, ja. Das sogenannte Lichtraumprofil ist auch überhaupt nicht geklärt. Sieht zumindest nicht so aus, ja. Der Freiraum um die Bahn herum. Was passiert, wenn jetzt jemand im Looping seine Hände nach oben macht oder auf diesen Buckel, der da ist, ja? Und stößt irgendwo gegen und verletzt sich. Das sieht überhaupt nicht geregelt aus einfach. Wer weiß, wo da die Decke ist am Ende. Und angesichts dessen, dass ich einfach mal angenommen habe, dass die Dinger elektrisch betrieben werden, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt, hätte ich gesagt, kommt halt auch dazu, dass die ganzen Anlagen VDE geprüft sein müssen. Und müssen auch gegen Kurzschlüsse und Überlast gesichert sein. Allerdings kommt halt der Fun-Fact dazu, dass das hier eine Elektroarena ist. Das heißt, wenn da jetzt ein paar Leute kämpfen und setzen Elektroattacken ein, dann reden wir halt nicht mal über so eine Überspannung von HHXD, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, ja? Ein paar Ampere, juckt. Ein paar Ampere, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Wenn da jetzt ein Elevoltec einfach volle Power Donnerblitz reinknallt und das Ding schlägt über auf die Schienen, was passiert da? Ist das gesichert? Gibt es einen ordentlichen FI? Wie groß ist der FI? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe da nirgendwo was gesehen, was darauf hinweist. Klar, sowas hat man ja im Hintergrund. Aber ich kann einfach mir nicht vorstellen, dass das bedacht wurde. Und das führt halt auch wieder zu katastrophalen Schlussfolgerungen, was Brandschutz angeht. Und was das angeht, muss ich sagen, bin ich von der Arena echt enttäuscht, weil da war sehr viel Potenzial, weil es sehr offensichtliche Wege gab, zu zeigen, dass das dort alles gesichert und ordentlich gemacht ist. Aber ich habe die leider einfach nicht gesehen. Wo ich gar keine Hoffnung hatte und wo auch ehrlich gesagt von Anfang an alles verloren war, ist die 5. Arena. Die 5. Arena ist so eine Bodengesteinsarena und spielt in einer Mine. In einer Mine. Und was haben die sich Schlaues überlegt, wie man runterkommt in die Mine? Zum Arenaleiter. Ungesicherte Fahrstühle. Mal über die physikalischen Regeln, ja, dass der Kollege in der Luft schwebt, müssen wir jetzt erstmal nicht regeln. Da fängt das eigentlich schon an, aber da müssen wir eher mit Gott reden, als mit dem Deutschen Institut für Normung. Aber diese Aufzüge sind halt offene Plattformen, die so vertikal hoch und runter fahren. Das ist Katastrophe. Es gibt keine Schachtwände, keine Tür, man läuft einfach rein und wieder runter und es fährt automatisch. Ja? In Deutschland müssen nämlich Personenaufzüge sowohl Kabinentüren als auch irgendwie Schachtabschlüsse haben. Das ist Pflicht. Das heißt, ne, du kannst runterstürzen, du kannst dir irgendwas einquetschen. Hält das dann an? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Wenn man es dann aber doch auf wundersame Art und Weise, ja, unversehrt bis zum Arenaleiter geschafft hat, ganz unten, dann geht die nächste Katastrophe los. Weil jetzt haben wir hier Maschinen, die teilweise links und rechts rumstehen und das ist auch echt nicht gut beleuchtet. So, ich könnte mir schönere Beleuchtung vorstellen. Und auch da ist das Ganze halt wieder nach ASR A3.4 problematisch. Es muss sowohl jetzt für den Arenabetrieb als auch für die Leute, die hier an den Maschinen arbeiten, halt ausreichend beleuchtet sein. Und sonst hast du halt extreme Gefahr, dass du eine Gefahr nicht siehst, ja, oder dass irgendwas passiert und man findet dich eventuell gar nicht, weil es dunkel ist. Ja, nicht so ideal. So, aber jetzt passiert hier einmal ganz kurz was Komisches. Denn, so katastrophal diese Arena auch ist, ich muss hier tatsächlich was loben. Denn tatsächlich wollte ich hier eigentlich auf die Arbeitsschutzkleidung gehen, ja. Und dann ist mir aufgefallen, auch wenn längst nicht alle gut ausgestattet sind, laufen tatsächlich einige mit Schutzhelm rum. Und sogar mit der Lampe am Kopf. An der Stelle sind tatsächlich so Arbeitsschutzmaßnahmen teilweise beachtet. Und es wird noch sehr viel verrückter. Unten im Keller ist die Mine ja sogar belüftet. Hinter dem Arenaleiter sieht man an der Wand einen riesengroßen Ventilator. Ja? Das heißt, hier wird tatsächlich für Zirkulation gesorgt, kein Feinstaub, keine Ahnung, dass alles ein bisschen wegkommt. Und da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht. Man könnte hier ja sogar über diese ganzen Warnschilder und Hütchen reden, ja, auch wenn die jetzt eher willkürlich verteilt aussehen. Das ist im Prinzip also eigentlich schon das, wonach wir gesucht haben. Von daher muss ich sagen, vielleicht riskieren wenigstens nicht alle Angestellten hier durchgehend ihr Leben. Pluspunkt. Wer aber auch tatsächlich sein Leben wahrscheinlich riskiert, ist die gesamte Stadt drumherum. Maria City heißt sie, glaube ich. Diese Mine ist unter der Stadt.
Wie ist das mit der Statik? Ist das geregelt? Hat der Turner-Typ da einfach den ganzen Tunnel gegraben und war so, ey, das ist meine Arena? Oder ist das abgesprochen, ja? Nicht, dass die Stadt irgendwann in so einem Erdloch einfach verschwindet. Und was sind die Auswirkungen halt auch, wenn Pokémon da Attacken einsetzen? Wie geht das durch die ganzen Schichten nach oben zur Stadt hoch, ja? Sind die umliegenden Gebäude davon sicher? Weil nach MBO ist es nämlich auch so, dass die Standsicherheit benachbarter Bauten, ja, und deren Baugrund auch nicht gefährdet werden darf. Und diese Arena ist schon echt groß und tief. Ich will nicht ausschließen, dass er da nicht eventuell in den Bereich benachbarter Gebäude reinkommt. Ja. Damit kommen wir aber auch zu den Big Boys, zu den Heiligen Drei. Ich werde jetzt die Arena 8 vorziehen, vor Arena 6 und 7. Das hat einen sehr guten Grund, werdet ihr sehen. Arena 8 fand ich persönlich in dem ganzen Game am schlechtesten. Arena 8 hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Du läufst so über so Drachenköpfe rüber, du musst die Schalter aktivieren und deaktivieren und dann gehen die so von links nach rechts. Die Idee ist cool, die Ästhetik fand ich scheiße und in der Nuzlocke war die Arena tatsächlich auch sehr schwer wegen diesen Shadragos. Katastrophe wirklich. Aber alles in allem ist da schon offensichtlich, was schief läuft, richtig? Wir reden hier über schwindelnde Höhen, Drachenköpfe, die sich von links nach rechts bewegen und man balanciert da in der Mitte irgendwo rüber. Und das sind halt gigantische Bauteile, die auch nach der Musterbauordnung Paragraph 12 halt eigentlich standsicher sein müssen. Sind die aber, glaube ich, nicht. Du hast auch dynamische Lasten, Senken, Heben von den Köpfen. Ja, da wird immer unterschiedliche Kräfte, die werden da auf die wirken. Dafür muss das gebaut sein. Da bräuchte man mindestens einen Tragwerksnachweis und auch eine Ermüdungsberechnung heißt das. Die wäre absolut Pflicht, weil wenn das immer wieder hin und her geht, muss das Ganze auch langfristig halten. Am Ende fehlen überall Geländer. Ja? Du läufst darüber, nirgendwo kannst du dich festhalten. Wenn du einmal daneben trittst, das war's einfach, ja. Bist in der 8. Arena, kurz davor Champ zu werden, hast das krasseste Pokémon-Team überhaupt und stirbst dann an einer fucking fehlenden Absicherung. Wie kacke wäre das? Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich würde aber von vornherein kein Trainer werden, bevor das nicht vernünftig geprüft wird. Also hier entspricht wirklich nichts irgendwelchen Normen. Auch die Anforderung an sogenannte Bühnenmaschinerie, der DGUV ist hier überhaupt nicht gegeben. Das ist einfach nicht so richtig gedeckelt. Am Ende kämpft der Arenaleiter auch mit riesigen Drachen. Wer weiß, ob die Kollegen am Ende auch irgendwie diese Elemente in der Arena beschädigen können. Denn da gibt es auch in deutschen Sportstätten sogenannte Aufpralllasten. Ja? Wenn man weiß, dass solche Kräfte wirken, von großen Pokémon in diesem Fall, ja, bei diesen beweglichen Teilen, müssen eben auch Pokémon, die zum Beispiel 150 Kilo wirken und dann da irgendwie aus dem Pokéball rausgeworfen werden, sowas muss mitberechnet werden, ob das Ganze das aushält. Und wenn der jetzt da oben seinen Pokéball wirft, ja, und sein Maxax kommt da raus und landet nicht in der Mitte dieser Drachen, sondern leicht daneben und rutscht jetzt komplett runter und der Arena-Fight ist vorbei, weil sein Level, keine Ahnung, 45 Maxax stirbt jetzt in 30 Meter Tiefe den Schwerkrafttod. Das ist ja nicht nur aus Pokémon-Sicht oder aus Kampffairness, das ist ja auch aus Tierschutzperspektive. Komplette Katastrophe. So, egal wen du da oben einsetzt, du hast immer das Risiko, dass der komplett abstürzt. Und ich glaube, der Laden wird dicht gemacht werden, bevor er aufgemacht hat. Gar keine Chance. Und der ist wirklich noch nicht so schlimm. Wisst ihr, warum der nicht so schlimm ist? Weil Arena 6 existiert. Flugarena. Bei der Arena gerade könnte man denken, oh, da wären Flugmodule ja voll gut, weil es gibt nichts zum richtig festhalten und draufstehen. Nee. In der Flugarena kann man hervorragend stehen, aber trotzdem entscheidet man sich dort zu fliegen. Denn in der 6. Arena steigt man in Kanonen, menschliche Kanonen, und wird von Punkt A nach Punkt B geschossen. Besiegt einen Trainer, neue Kanone, Punkt B, Punkt C. Und das macht man mehrmals hintereinander. Am Ende fliegt man sogar im hohen Bogen durch Wände und einmal gegen eine Wand, um zu bremsen. Das ist ein Albtraum und ihr glaubt gar nicht, was da teilweise für Regeln greifen. Denn, wisst ihr, was krass ist? Das ist eine Flugarena an einem Flughafen. Und damit machen sich die Kollegen nämlich eventuell sogar strafbar. Paragraph 315b Strafgesetzbuch, versuchter gefährlicher Eingriff in den Bahn-, Schiffs- oder Luftverkehr. Denn so eine Kanone, ja, in die du einsteckst und aus die rausgeschossen wird, kann schon als Eingriff in den Luft- und Personenverkehr gewertet werden. Gerade direkt an einem Flughafen. Wer weiß, ob das Wellblech die am Ende auch hält, ob da nicht jemand rausschießt. Das heißt, du bist im Flughafennähe und greifst in den Luftraum ein. Das ist eine Katastrophe. Das kannst du nicht machen. Wisst ihr, was passiert, wenn man eine Drohne auf dem Flughafen fliegt? Imagine, da fliegt ein Mensch durch die Luft. Also, da hat jemand überhaupt nicht nachgedacht. Und auch generell wird da wirklich auf nichts geachtet. Ja? Diese menschlichen Kanonen als Attraktion sind Arbeitsschutz und baurechtstechnisch ein kompletter Albtraum. Irgendwie müssen ja die G-Kräfte gemessen werden, die da auf dem Körper wirken, wenn du da rausgeschleudert wirst. Die müssen geprüft werden, abgenommen werden. Kann der menschliche Körper das ab? Da haben wir dann auch wieder die DIN-Norm 13814, ja? Vergnügungsgeschäfte. Das ist ja quasi, das muss ja als Vergnügung gewertet sein. Das kannst du ja nicht als normale Infrastruktur werten. Muss alles streng geprüft werden. Und auch Auffangnetze oder sowas, wo du dann landest, gibt es nicht. Auch sowas müsste es dann geben. Ist einfach non-existent. Und die Kanonen selbst, die müssen ja auch irgendwie betrieben werden. Ja? Erstmal machen die Lärm beim Abschuss. Du schießt den Kollegen ab
Gibt es Gehörschutz für die Angestellten, für die Trainer? Ich habe keinen gesehen, die sahen alle so aus, als wenn sie so da rumstanden. Das ist extremer Lärm, den brauchen auch Besucher, diesen Gehörschutz eigentlich. Und vor allem, ja, wird die wahrscheinlich mit Druckluft betrieben. Ich glaube nicht, dass sie da Schwarzpulver reinstopfen und actually eine Explosion irgendwie erzeugen. Und das heißt halt, dass das Ganze der Druckgeräte-Richtlinie unterliegt. Ja? Da brauchen wir regelmäßige Prüfungen. Es muss geguckt werden, dass das Ganze nicht zu Explosionen kommen kann, dass die ganzen Bauteile das aushalten. Wenn wir jetzt aber halt doch sagen, dass das nicht der Weg ist, dass wir vielleicht doch Sprengstoff benutzen, dann sprechen wir wieder über Sprengstoffgesetz. Also egal, wie man diese Arena dreht und wendet, ja, es ist eine Katastrophe. Die Kollegen begehen Straftaten. Wir müssen auch gar nicht erst anfangen, über 223 StGB zu reden. Körperverletzung, du wirst gegen die Wand geschossen. Geplant, weil das lustig ist. Also wer auch immer die gebaut hat, wird sich wahrscheinlich wirklich strafbar machen und auch wirklich in den Knast gehen dafür. Verdient. Und damit kommen wir zum Peak. Zum Zenit der Arenenerfahrung in Unova, wenn man auf Normen achtet und Ordnung, die Eisarena. Und heilige Scheiße, ist der Kollege gespickt mit Problemen. Die Arena funktioniert so, dass man quasi übers Eis schlittert, um ans Ziel zu kommen. Ja? Das sind diese typische Pokémon-Mechanik, du kannst nur in eine Richtung schlittern. Musst vor irgendwas aufgehalten werden, gehst in eine andere Richtung, musst ein kleines Rätsel lösen, kommst irgendwann ans Ziel. Das bedeutet, die ganze Scheiß-Arena ist ein Rutschboden. ASRA 1.5. Da gibt es sogenannte R-Klassen, Rutschklassen, wie rutschig diese Böden sein dürfen. Selbst die allerhöchste Klasse, ja, R13 heißt die, fordert selbst bei über 35 Grad Neigung eine Rutschfestigkeit. Und Eis ist halt bei 0. Du hast keine Rutschfestigkeit auf Eis. Egal wie schräg oder glatt das ist, du rutscht weg. Das heißt, das Ding ist komplett einfach illegal verbaut da drin. Wer hat das überhaupt noch eingebaut? Wer bietet so einen Service an? Hat das niemand hinterfragt, frage ich mich an der Stelle. Da hat wirklich jeder Besucher, jeder Angestellte, alle haben da akute Verletzungsgefahr. Und die Tatsache, dass da Eis auf dem Boden ist, heißt ja auch, dass diese Halle permanent gekühlt sein muss. Ja? Wir reden über 0 Grad oder weniger, es ist Eis. Und auch bei der Innentemperatur für Arbeitsstätten gibt es tatsächlich Mindestwerte. Ja? Also wir müssen da nämlich immer mindestens so um die 17 Grad bei einer leichten Tätigkeit einhalten. Und das rechnet sich ja schon mal gar nicht mit dem Eis. Das heißt, auch da sind wir direkt wieder in dem Bereich, wo das wahrscheinlich nicht klar geht. Wir sehen auch keinerlei Wärmeschutzkleidung. Wir sehen keine Bereiche irgendwie für beheizte Zuschauerränge oder sowas. Und noch viel schlimmer ist, die Kälte kann halt auch noch Nebeneffekte haben. Ja, was ist, wenn dann da irgendwie das Wasser kondensiert und sich an den Decken oder Wänden absetzt und das schimmelt? Da muss es auch wieder, also das kannst du ja gar nicht lüften. So viel kannst du ja gar nicht stoßlüften, dass der Schimmel da weggeht und die Feuchtigkeit. Der ist ja permanent in der Luft in so einer Halle. Auch Sprinkleranlagen, falls es welche geben sollte, gehen wir mal von aus, ja, selbst die würden ja einfrieren. Das heißt, normaler Brandschutz käme da gar nicht in Frage, man müsste mit Stickstoff löschen oder sonst was. Und füll mal so eine ganze riesige Halle mit Stickstoff, das dauert ewig. Bis dahin ist wirklich die ganze Stadt abgebrannt. Ist auch scheißegal, ob da drin Schnee ist oder nicht. Dann kommt dazu, dass so eine dauerhafte Eisschicht auch die gesamte Bausubstanz strapaziert. Denn ohne Abdichtung und sowas kann das Ganze extrem schnell zu Frostsprengungen führen, ja, oder auch einfach zu Korrosion. Also ist der Untergrund irgendwie gedämmt, ist der abgedichtet, es sieht nicht so aus. Und was man auch nicht vergessen darf, sind Punktlasten, ja. Was ist, wenn jetzt jemand da ein Siberio rausschmeißt? Das wiegt 260 Kilogramm, ja. Der Kollege trampelt da jetzt mitten auf dem Eis rum, irgendwo auf diesem Riesenfeld und hält dieser Boden dann diese Punktlast aus, ja. Kann der da drauf rumlaufen? Weil da brauchst du halt so einen Tragwerksplaner eigentlich, der dir das hinrechnet und dann musst du gucken, welche Pokémon da rein dürfen und welche nicht. Was ist, wenn da ein Trainer mit einem noch schwereren ankommt? Da hast du so viele Sachen zu berechnen, das kann man gar nicht alles erfüllen. Und zu allem Überschuss haben wir bei den Temperaturen auch noch ein Risiko von Eisbildung an Beleuchtung. Ja? Also jede Form von elektronischen Geräten eigentlich könnte da irgendwie Kurzschlüsse oder Stromschläge bekommen, weil wenn da irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt, ist das instant eine Gefahr und damit kannst du den Kollegen halt nicht betreiben. Und das Schlimmste ist, damit haben wir noch nicht mal das größte Problem in der Arena besprochen. Da ist noch ein größeres Problem. Pass auf. Zwar hatten wir das vom Thema schon mal, aber die Auswirkungen, ja, die Implikationen von diesem Ding sind wirklich out of this world. Ja, wer auch immer sich das gedacht hat, war wirklich komplett krank. Denn wenn man eben diese Eisschleuder nutzt und da über das Eis slidet, gehen wir mal davon aus, dass alles bisher funktioniert, ja, dass alles irgendwie regelbar ist, dann musst du über Sprungschanzen in diesen Lücken dazwischen, da ist kein Auffangnetz, da ist kein Boden, ein paar Meter weiter unten, da ist ein Abgrund. Es geht da wirklich einfach nur runter. Es ist scheiße tief. Ich sehe kein Netz, ich sehe gar nichts. Aber dann weiß ich auch, warum sie den ganzen Boden nicht abdichten. Weil das Zeug tropft da unten einfach runter und da unten formt sich irgendwo ein neuer Ozean in 2 Kilometern Tiefe. Aber das heißt, wenn man da jetzt nicht den richtigen Schwung holt und da unten abstürzt, Absturzsicherung, Geländer, alles, jede Norm, kaputt.
Und am Ende kommt dann dazu, dass du zwischendurch auf diesen Eisflächen hast du so rotierende Holzplattformen, die du drehen musst, um dann so da durchzusliden. Ja, die haben spitze Kanten, da kann man dran hängen bleiben, Katastrophe. Und am Ende sind das eben auch bewegliche Maschinenelemente. Und die müssen so sein, dass man sich in diesen rotierenden Scheiben nicht verfangen kann. Dass da keine Klamotten stecken bleiben können. Aber das Problem haben die Leute eh nicht, die kriegen ja nicht mehr irgendwas, um warm zu bleiben. Also, keine Ahnung. Ich sehe auch hier keine Notabschaltung. Was ist, wenn sich da jemand irgendwie verklemmt und dann dreht sich das Ding weiter und zerquetscht einen Unterschenkel? Ich sehe keinen roten Knopf mal wieder. Da gibt es auch Maschinenrichtlinien oder auch Produktsicherheitsnormen einfach wirklich, die eine CE-Kennzeichnung brauchen. Ja? Es braucht ein Schutzgehäuse über der ganzen Maschinerie, es braucht eine CE-Kennzeichnung. Die wäre jetzt zu klein, um das auf diesem Gerät zu erkennen, das sehe ich ein. Deswegen können wir da nur mutmaßen. Aber es wirkt nicht so, als wenn es abgenommen werden würde. Also wenn da jetzt ein deutscher Prüfer reingekommen würde, wenn er es irgendwie auf dem Eis bis dahin schafft, würde er den Stecker sofort ziehen. Das wäre vorbei. Und alles in allem kommt damit meine Prüfung zu einem Ende. Wir haben 8 Arenen. Eine schlimmer als die andere. Die allererste Arena, in der könnte man sich noch denken, irgendwie einen Kampf zu veranstalten. Also ich persönlich könnte mir nicht mal vorstellen, sie zu betreten. Aber es wäre wenigstens noch machbar. Auch die zweite, finde ich. Ja. Da könnte man mit ein paar neuen Löchern in der Wand, ein bisschen mehr Licht, könnte man eine Menge cooles Zeug machen. Aber die späteren Arenen in der Unova-Region sind wirklich ein Albtraum. Ein Albtraum, in den ich nicht rein möchte. Ich bin sehr froh, dass Normen existieren und dass Regeln existieren und dass ich nicht in diese Arenen rein muss und dass die Unova-Region anscheinend ja irgendwo ganz weit weg ist. Denn ich persönlich hätte sehr viel Angst, da reinzugehen. Um also unsere Ausgangsfrage zu beantworten. Sind Pokémon-Arenen DIN-normkonform oder halten sie Arbeitsstättenverordnungsanforderungen ein? Oder sind sie nach der Musterbauordnung irgendwie konform? Nein. Und damit möchte ich gerne meine Beurteilung schließen. Freue mich, dass Sie für meinen Vortrag gekommen sind. Danke Ihnen und hoffe, Sie haben viel Spaß in den Kommentaren beim Herausfinden neuer Fehler und Probleme innerhalb dieser Arenen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.